Hi, herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Zeichentutorial. Das ist jetzt die Bleistiftzeichnung. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal die grobe Skizze, so ähnlich wie ich es auch im Layout gemacht habe, ein Video vorher, habe ich sie jetzt auf das DIN A3-Format übernommen und bin gerade dabei, mit einem Knietradiergummi die überflüssigen Linien wegzuradieren, generell das Blatt ein bisschen sauber zu machen. Und ja. Während ich zeichne, denke ich auch gleich immer in Schwarz-Weiß, weil ich vorhabe, das Ganze auch noch zu tuschen später. Von daher muss ich auch schon mit dem Bleistift im Endeffekt so zeichnen, als hätte ich einen Tuschestift. Also ich habe mehr oder weniger zum Schattieren nur die Linie und die Fläche. Wenn ich also einen Grauwert haben möchte, dann muss ich den mit Linien erzeugen, also sprich schraffieren. Gerade in solchen Bereichen, wo ich ja im Endeffekt Texturen habe, schraffiere ich mir meine schwarzen Flächen auch ganz gerne mal aus, einfach um zu sehen, wie das wirkt. Ansonsten bin ich da eher faul. Da geht es dann auch darum, ja, Zeit zu sparen. Da setze ich einfach ein X dahin, wo ich einfach eine schwarze Fläche haben will, dann spare ich mir das ganze Ausschraffieren. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Da wird einfach ein X gesetzt und dann weiß ich später, wenn ich die Zeichnung tusche, weiß ich, da wolltest du eigentlich eine schwarze Fläche setzen. So wie ihr sehen könnt, habe ich die Schnauze vom Dino nochmal komplett neu gemacht, weil es einfach scheiße aussah, und bin jetzt gerade dabei, auch das Gesicht nochmal neu zu machen. Einfach, was mir nicht gefallen hat. Da darf man auch nicht irgendwie davor zurückschrecken, große Bereiche nochmal wegzuradieren, auch wenn einem eigentlich vielleicht so ein kleines Detail davon gefällt, wie zum Beispiel die Nase oder so. Aber eigentlich sieht das ganze Gesicht scheiße aus. Aber die Nase ist so toll. Es nützt halt nichts. Muss mal das Gesicht nochmal wegradieren. Es geht ja ums Endresultat. Und da achtet dann keiner auf die Nase oder so. Jo, da habe ich gedacht, ich kann die Haare stehen lassen, aber das war wohl nix. Das sah scheiße aus. Und ja, jetzt wird das Ganze einfach nochmal wegradiert. Alles nochmal neu gemacht. Erst hat mich das ein bisschen angepisst, während ich das gezeichnet habe, aber rückblickend betrachtet war es schon wirklich besser, dass ich das so gemacht habe. Das ist jetzt auch eine sehr dichte Bleistiftzeichnung. Also viele Künstler, viele Profis zeichnen, wenn sie wissen, sie tuschen das später noch selbst, zeichnen da nicht so dicht, nicht so genau. Einfach um Zeit zu sparen und weil es eigentlich nicht unbedingt so viel Spaß macht, bloß die Linien dann mit dem Tuschestift nochmal nachzufahren. So, das macht eigentlich schon mehr Spaß, Linien selbst zu erfinden. Aber gerade wenn man Anfänger ist oder noch nicht so sicher ist mit der Tusche, sollte man vielleicht sich eine dichtere Bleistiftzeichnung machen vorher.
So, das ist jetzt die fertige Bleistiftzeichnung, die ich jetzt dann im nächsten Schritt tuschen werde.